Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Thema der Deformation und vor allem, was das für einen Einfluss hat auf die Spielbarkeit und auf den Klang von einem Instrument. Wie immer mehr nach dem Intro. Danke, Tobias. Wie einige wahrscheinlich ganz schnell bemerkt haben, habe ich heute ein anderes Leiberl an. Ich habe nämlich von einer Beauty-Coachin den Rat gekriegt, ich soll ein gestreiftes Leiberl anziehen, das macht ein bisschen schlanker. Hat auch mit einer Deformation zu tun, aber ich will einfach mein Beachbody irgendwie ein bisschen noch herausstreichen. Jetzt gehen wir aber zurück zu den Instrumenten. Wir haben in einem Video schon mal kurz darüber geredet, dass unter Saitenzug im Laufe der Zeit ein Instrument sich verformen anfängt, sprich deformiert. Das hat den Hintergrund, also die Ansagen, ein Instrument muss sich setzen. Das ist ein Ausdruck, der passt. Ich spreche von einer Deformation, weil es sehr relevant ist, wo sie was deformiert. Ja? Also, sobald die Saiten spannen vom Instrument, passiert jetzt einmal nichts anderes, wie dass die Decken oben in der Längsrichtung gestaucht wird und der Boden gespannt wird. Ja? Das heißt, die oberen Bocken wandern nach außen, die unteren Bocken wandern nach außen, der Steg druckt das nieder, da innen entsteht diese S-Kurve, über die wir auch schon mal geredet haben, und der Boden hinten wird sozusagen asymmetrisch gespannt, weil der Stimmstück auf einer Seite herüben steht. Man sieht das auch relativ gut, wenn man ein Instrument sozusagen, jetzt sagen wir mal, die Wölbung so ausschaut. In jedem Fall ist es so, dass die Stimmstockseiten da herüben, wo der Stimmstock steht, die ist weiter heraus, ja, und das ist keine symmetrische Wölbung. Ja. Und auf der Decke ist in Wirklichkeit genau das gleiche in grün. Ja. Das heißt, die Stimmstockseiten ist ein bisschen weiter heraus wie die Bassbalkenseiten. Ja. Und man muss sich dann im Prinzip helfen, dass man einen Steg macht, der sozusagen auf der Bassseite ein kleines bisschen einen längeren Fuß hat wie da herüben, damit er richtig oben steht zu die Ränder. Ja? Ich zeichne euch das dann auch noch auf. Jetzt einmal zur Erklärung im Hintergrund, was passiert, wenn sich ein Instrument deformiert. Also, ein Instrument ist leichter spielbar und spricht besser an und schwingt besser nach, wenn sozusagen möglichst wenig an Spannung überwinden werden muss durch den Spieler. Wenn das alles beim neuen Instrument zum Beispiel noch nicht weiß, das Holz, was es tun soll, ja, dann ist natürlich eine relativ große Energie notwendig, um diese Spannungen zu überwinden, und die bauen sie durch die Schwingungen im Laufe der Zeit ja an. Das ist das sogenannte Einspülen von einem Instrument. Jetzt kann man, wenn man ein Instrument baut, die Deformation im Prinzip, die passieren wird, schon leicht vorgeben. Also ich zum Beispiel mache es gezielt so, dass die Wölbungen nicht symmetrisch sind, sondern ganz leicht anders. Das heißt, ich nehme im Prinzip von dem Einspülen schon ein kleines bisschen weg. Ja? Ist auch der Grund, warum alte Instrumente, sage ich einmal, im Normalfall sie leichter spülen lassen, ja? Weil die das schon so haben, dass die Spannungen angebaut sind. Jetzt gibt es, wenn man zum Beispiel solche Restaurationen macht, ist die Hauptdevise eigentlich die, dass man schaut, dass man möglichst keine Neigenspannungen einbringt ins Instrument, weil das für einen Musiker nichts anderes heißt wie, das Instrument klingt nach der Reparatur sperriger und sturer und widerspenstiger als vorher. Es kann sein, dass es besser klingt, aber es ist schwerer spielbar. Wenn man auf das aufpasst beim Restaurieren, ja, dass man keine Spannungen oder möglichst keine Spannungen reinbringt, dann hat man es eigentlich ganz gut gemacht. So, was wird oft gern gemacht? Dass ein Instrument in ein Gipsbett gelegt wird, unabhängig davon, ob es das Gips ist oder ob das anders gemacht wird. Wenn eine Deformation, die jetzt stattgefunden hat, wenn man die wieder rückgängig macht, indem man es dann feucht macht, mit einem warmen Sound sozusagen wieder auspresst, dann bringe ich wieder Spannungen ein. Ich habe dann zwar ein Instrument, das optisch sozusagen wieder symmetrischer ist, ja, aber von der Spielbarkeit her ist es definitiv schlechter. Ja. Es gibt Instrumente, da muss man wirklich was machen, ja, aber
ganz oft ist es nicht notwendig oder sogar kontraproduktiv, wenn jetzt im Prinzip Wölbungen ausgezogen werden, wie das heißt. Nicht? Das, was noch passiert ist, wenn Sie ein Instrument setzt durch den Seitenzug, dass sie natürlich auch ein Zagenkranz deformiert. Ja? Sprich, wenn ich zuerst alles schön parallel und sauber anliegend gehabt habe auf einem Modell, dann ist es nachher so, dass das nicht mehr so ist. Wenn ich jetzt ein Instrument zum Beispiel auf die Seiten stelle, ja, dann kann gut sein, dass das Instrument einfach kippt und wogelt. Das ist was logisch eine Konsequenz ist von einer Deformation und das ist also in jedem Fall kein Qualitätsnachteil oder sonst irgendwas. Ja? Also würde das nicht machen, dann würde das nur heißen, da rührt sich nichts bei dem Instrument, das heißt, es kann weder klingen noch funktionieren. Ja? Gibt dann für Prüfungen noch so Leute, die darauf bestehen, dass ein Instrument nicht kippen darf, weil sonst hat man die Prüfung nicht bestanden. Murzerschlaue Aussage. Ja? Da gibt es dann sogar noch Leute, die auf einer Stahlplatte mit einem Schleifpapier das Instrument gleich schmiergeln, damit es nicht kippt, damit sie auch bei der Prüfung nicht durchfliegen. Fällt halt dann irgendwo am Rand der Eckerl. Ja? Versteht keiner mehr. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, wie stark soll sich ein Instrument deformieren. Das hängt jetzt in erster Linie mit der Wölbungsart zusammen und natürlich mit den Holzstärken, die gebaut werden. Ja? Habe ich ein Instrument, das relativ dünn von den Holzstärken ist und dann in eine Richtung geht, dass der Ton eher hohl wird und keinen fokussierten Kern mehr hat, ja? Dann wird sich das viel stärker deformieren, ja, mit dem Seitenzug und im Laufe der Zeit. Wenn eine Wölbung sozusagen, jetzt wie es auf dem Instrument ist, also nicht so hoch ist und unmittelbar ansteigend ist. Das heißt, ich habe da im oberen und unteren Bereich kaum eine Hohlkelle drinnen, ja, und schon gar nicht eine, die sich weit einzieht, wie es so bei Steiner Modellen oder halt alte Wiener Instrumente und gemacht worden ist. Die haben dann einen Murzerbocken unten, steigt stark an. Es ist auch klar, dass das natürlich viel stärker rauskommt. Ja? Das heißt, ich habe dann das Phänomen, dass da die Bocken irrsinnig auffährt, dann sinkt in Wirklichkeit da die Decken sogar schon ein bisschen ein und dann habe ich da wieder Bocken. Das ist was im Prinzip sehr leicht anspricht, aber natürlich keine Kraft haben kann. Ja? Ist ein Grund, warum verschiedene Instrumente als Soloinstrumente nicht einsetzbar sind. Ja? Beim Boden ist es dann so, wenn ich heute einen Boden habe, jetzt sage ich es einmal, zum Beispiel bei einem Cello, der aus Weidenholz ist oder aus Poppelholz gemacht ist, wo die Holzstärken aber jetzt nicht passen, dann kann es sein, dass ich da so eine richtige Beule außer habe. Ja? Also, man würde schon fast sagen, Auswüchse. Ja? Der Grund, warum sozusagen ein Instrument, das eine vernünftige Deformation mitmacht, besser klingt, ist folgender. Wenn ich heute eine asymmetrische Decken und einen asymmetrischen Boden habe, wenn ich heute einen Zagenkranz habe, der sich sozusagen deformiert hat, dann habe ich automatisch keine Möglichkeit für stehende Wellen oder dass sie Wellen aufheben, weil ich keine parallelen Zagen mehr habe, weil ich keine rechten Winkel irgendwo habe. Das ist was in jedem Konzertsaal berücksichtigt wird, wenn er vernünftig gebaut wird, dass kein rechter Winkel oder keine parallelen Wände sind, weil dort einfach Probleme entstehen, akustische. Und das Gleiche ist natürlich auch beim Streichinstrument so. Wenn du einen Deckel obernimmst von einem Instrument, das leicht deformiert ist, dann hast du keine Ebene. Es wird im Fachhandel sogar für Restaurationszwecke so Steuerrahmen angeboten, in Geigenbratsch und Cellogröße oder was weiß ich. Wenn man jetzt ein Instrument öffnet, dann gehen die Leute her und spannen den Deckel auf einen Steuerrahmen auf und drucken ihn in eine Position, das nichts mehr mit dem Instrument zu tun hat. Bringt nichts, ja, ist sinnlos. Das heißt, ich bringe dann Spannungen ein in den Deckel, der nachher wieder nachteilig wirkt. Ja? Im Prinzip war es das fürs heutige Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Das ist ein Thema, da wird sicher unterschiedliche Meinungen geben. Wie gesagt, gern in die Kommentare. Ist auch letztendlich Prüfungsstoff, muss man auch dazu sagen. Ja? Ja. Also hätte ich aufpassen sollen. Hobby.
Ja, und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Pfiat euch! Jetzt nichts sagen, es rennt schon. Dann schalt's aus, damit ich reden kann. Lichter hast du alle? Ja. Ja. Ah ja, und jetzt wollte ich noch ein bisschen was aufzeichnen. Das kannst du dann einschneiden. Was willst du noch dazu zeichnen? Oder passt das, reicht eh für ein Video? Ich glaube auch. Ich glaube aber auch. Ja, du hast gesagt, da zeichne ich euch was auf. Schauen wir einfach, ob jemandem aufgefallen ist, dass du gar nichts aufgezeichnet hast. Das war auch nur zur Prüfung, ob überhaupt noch aufpasst. Genau, wird. richtig. Ja. Eins wollte ich noch dazu sagen. Darfst ja, ich mache ja einen Schnitt. Mach ich noch einmal. Voll super. Und du hältst deinen Schnabel, oder? Wie immer. Ja. Nicht! Ich sag's euch. Ah, warte, das war jetzt mein Handy. Das muss ich jetzt leise stellen. Stöß Handy und dich selbst leise. Das hat jetzt meine Gefühle ein bisschen verletzt, ich sag's nur. Gelungen! Ja! Irgendwelche Fragen? Ja, bitte ich. Darf ich aufs Klo gehen? Nein, du wartest, bis die Pause ist.